So ganz bin ich noch nicht in Weihnachtsstimmung, daher schiebe ich noch mal kurz ein frühlingshaftes Video für Fräsien aus Blütenpaste ein. Ich habe mal im Blumenladen nach Fräsien gefragt, weil ich euch so gerne eine echte Blume als Anschauungsbeispiel zeigen wollte. Aber Fräsien gibt es wohl erst ab Dezember, Januar so. Insofern bin ich also vielleicht gerade noch rechtzeitig für die Fräsiensaison, wenn man so will. Fräsienzweige wirken durch die vielen grünen Knospen sehr frühlingshaft. Der geschwungene Zweig ist elegant und bietet sich an, um elegante Ausläufer für Gestecke zu gestalten. Fräsien gibt es in den verschiedensten Farben, von eher zarten Gelb, Rosa, Flieder und Cremetönen hin zu kräftigen Pink, Orange und Lila. Also eine sehr vielseitige Blume. Ich habe euch schon vor ein paar Tagen bei Facebook diese Fräsien in Pink und Gelb gezeigt. Damals hatte ich noch keinen passenden Veinner, daher ist die Struktur der Blütenblätter etwas künstlich geworden. Durch Zufall habe ich dann aber erfahren, dass die Mold-Manufaktur seit neuestem passende Veinner für Fräsien anbietet. So konnte ich nun für dieses Video wunderschöne zartrosa Fräsien mit einer ganz natürlichen, botanisch korrekten Struktur machen. Ich finde, solche Details machen immer viel aus. Ich kann euch den Veinner der Mold-Manufaktur also nur ans Herz legen. Wenn ihr mehr über Zuckerblumen erfahren wollt, schaut doch mal auf meinem Blog Ofenkicker vorbei. Dort findet ihr viele Zuckerblumen-Tutorials, eine ausführliche Beschreibung der benötigten Werkzeuge und auch Rezepte für Blütenpaste. Die Links dazu findet ihr unten in der Infobox. Für die Fräsien verwende ich die Fräsienausstecher von Kitbox in 2 Größen. Es gibt sehr viele ähnliche Ausstecher, zum Beispiel für Orchideen oder Narzissen, die prinzipiell geeignet sind. Wichtig ist, dass sie 3 kleine, eher rundlich zusammenhängende Blütenblätter aufweisen. Auch dieser Ausstecher von Jem ist zum Beispiel relativ gut geeignet, auch wenn die Blütenblätter für meinen Geschmack etwas zu spitz sind. Da aber bei diesen geschlossenen Ausstechern die Technik etwas anders ist, zeige ich euch auch damit eine Fräsie. Dann habe ich hier, wie schon erwähnt, den Veinner der Mold-Manufaktur. Er zaubert die typische Struktur in die Blume und lässt sie sehr echt aussehen. Für die Staubgefäße der Fräsie verwende ich 2 Sorten fertig gekaufter Staubgefäße. Hier habe ich einmal so längliche, die zum Beispiel auch für Lilien verwendet werden. Wenn ihr solche Staubgefäße nicht habt, könnt ihr auch per Hand an 33G Draht ein wenig Blütenpaste modellieren. Das ist aber sehr zeitaufwendig, da einfach so viele gebraucht werden. Daher empfehle ich euch, die Staubgefäße zu kaufen. Außerdem brauche ich dann noch ganz winzige, runde Staubgefäße. Stattdessen könnt ihr auch einfach nur dünnen 33G Draht oder zur Not sogar Bindfaden verwenden. Dazu habe ich dann noch eine runde Lochtülle Nummer 3 bereitgelegt. Außerdem brauche ich so die üblichen Blumenwerkzeuge, also ein Balltool, einen Pinsel, ein Messertool und einen kleinen Ausrollstab. Wichtig ist außerdem ein ganz kleiner Ausrollstab oder auch ein glatter Pinselstiel oder Stift, mit dem später ganz gezielt die Blütenpaste ausgerollt werden kann. Das seht ihr später dann noch genauer. Zuckerkleber und Speisestärke habe ich ebenfalls bereitgelegt. Die Blumen werden nach der Mexican Head Methode hergestellt, daher brauche ich ein Schaumstoffpad mit Löchern. 26G Blumendraht in Weiß und 20G Blumendraht in Grün brauche ich ebenfalls. Zum Binden der Blume verwende ich weißes und mittelgrünes Floristenkrepp. Lange habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich die trichterförmigen Fräsien am besten trocknen kann. Es gibt spezielle Plastikformer dafür, natürlich gibt ja für alles was Spezielles, aber die sind schwer zu bekommen. Irgendwie war ich mir auch immer sicher, etwas Ähnliches im Haushalt bei mir gesehen zu haben. Das Problem ließ mir keine Ruhe. Irgendwann ist dann der Groschen gefallen und ich habe meine Mini-Google-Form herausgekramt. Wird diese umgedreht, bilden die Löcher im Google den perfekten Trichter für die Blumen wie Fräsien. Falls ihr keine Mini-Google-Form habt, könnt ihr euch auch Formen aus Alufolie basteln. Das zeige ich später noch genauer. Ich beginne mit den Staubgefäßen. Dafür zähle ich 5 der winzigen runden Staubgefäße ab. Mit weißem Floristenkrepp umwickle ich diese nun ca. 3 mm unter der Spitze. Dazu dehne ich das Krepp, damit der Kleber darin aktiviert wird. Dann wickle ich das Ende fest um die Staubgefäße. Unter Zug wickle ich das Krepp nun bis nach unten, wieder knapp bis unter die Enden. Oben und unten sollten ca. 3 mm der Staubgefäße frei bleiben. Mit den Fingerspitzen fächere ich die Enden etwas auf. Dann schneide ich die Staubgefäße in der Mitte durch. So entstehen 2 Bündel, die jeweils den Stempel für 2 Blüten bilden. Ich stelle nun so viele Stempel her, wie ich Blüten machen möchte. Anschließend zähle ich 3 längliche Staubgefäße ab. Manchmal kleben die Enden zusammen, dann kann man versuchen, die Staubgefäße vorsichtig zu trennen. Falls das nicht vernünftig klappt, sollte man einfach andere verwenden. Die Staubgefäße umwickle ich in der Mitte etwa 1 bis 2 cm breit mit Floristenkrepp. Die Enden bleiben also deutlich länger als bei dem Stempel vorher. Wieder schneide ich die Staubgefäße in der Mitte durch, sodass 2 Bündel für 2 Blüten entstehen.
Jeweils ein Bündel länglicher Staubgefäße, einen Stempel und einen Draht binde ich nun mit weißem Floristenkrepp zusammen. Der Stempel sollte dabei ein wenig höher stehen wie die länglichen Staubgefäße. Der Draht soll natürlich nicht zu sehen sein. Für jede Blüte wird so ein vorbereiteter Draht mit Staubgefäßen und Stempel benötigt. Nun steche ich die erste innere Lage Blütenblätter für die Fräsien aus. Dazu habe ich eine langsam trocknende weiße Blütenpaste hauchdünn und fast schon durchscheinend dünn ausgerollt. Ich empfehle an dieser Stelle gerne die Lapid Daisy Flower Paste. Im Moment benutze ich allerdings eine andere Blütenpaste, nämlich von Cardin, die eigentlich ähnliche Eigenschaften hat. Ich teste gerade so verschiedene Blütenpasten durch, einfach um für die verschiedenen Anwendungen zu wissen, was da am besten geeignet ist. Dabei probiere ich verschiedene Hersteller aus und wenn ich das dann was empfehlen kann, dann empfehle ich das auch in meinen Videos weiter. Jedenfalls sowohl die Lapid Daisy Flower Paste als auch diese hier von Cardin trocknen beide eher langsam und bleiben lange ledrig, was eben für solche kleinen Blumen ideal ist. Aus der Blütenpaste steche ich nun für jede Blüte eine dieser Formen aus. Ich sorge dafür, dass die Blütenpaste sich frei auf der Unterlage verschieben lässt. Sollte sie kleben, einfach etwas Speisestärke auf der Arbeitsfläche verteilen. Dann drücke ich den Ausstecher in die Blütenpaste und kreise etwas auf der Unterlage. Anschließend hebe ich den Ausstecher hoch und säubere mit den Fingern die Kanten. So wird verhindert, dass diese so komisch ausgefranst aussehen. Bei dem Yem-Ausstecher gehe ich genauso vor. Sollte sich die Blütenpaste nicht so einfach aus dem Ausstecher lösen, kann man mit einer feinen Nadel nachhelfen. Mit dem Ball-Tool dünne ich nun die Kanten aus. Dazu fahre ich die Konturen nach, wobei das Tool halb auf der Blütenpaste, halb auf dem Schaumstoffpad liegt. Ich drücke dabei nur sanft, sodass sich die Blütenblätter nur wenig wellen. Es macht außerdem Sinn, immer von innen nach außen zu streichen. So bleiben die Blütenblätter symmetrisch. Hier seht ihr übrigens alle drei Formen. Einmal die beiden richtigen Fräsienausstecher rechts in 2 Größen und einmal der improvisierte Ausstecher von Yem links. Wie gesagt, den Yem-Ausstecher verwende ich hier nur aus Demonstrationsgründen, für die Fräsie habe ich ihn nicht benutzt. Für jede Blüte braucht ihr so eine Form. Als nächstes präge ich die Struktur in die Blütenpaste. Dafür lege ich ein Blütenblättchen mittig auf den Vänner. Die anderen beiden Blättchen lasse ich nach unten überstehen. Mit der zweiten Hälfte des Vähners drücke ich nun kräftig darauf. Dabei biege ich das untere Ende hoch, sodass die unten überstehenden Blütenblätter nicht mit geprägt werden. Weil der Vänner so wunderbar flexibel ist, geht das einwandfrei. Der Vänner ist eigentlich zu groß für meine Ausstecher. Das macht aber, wie ihr seht, überhaupt nichts, da ich eben einfach nur einen Teil der Struktur präge. Größere Vänner sind eigentlich immer praktischer als kleine, da man dann flexibler in der Größe der Ausstecher ist. Ist der Vänner dagegen zu klein für den Ausstecher, kann man kein schönes Muster einprägen. Ich kneife nun die Spitze der Blütenblätter etwas zusammen, sodass das Blütenblatt etwas Schwung bekommt. Mit einer Lochtulle steche ich in der Mitte ein kleines Löchlein aus. Dieses sollte gerade so groß genug sein, dass die Staubgefäße hindurchpassen. Nun lege ich die Blüten zum Trocknen in die Mini-Kugelform. Dabei drücke ich sie so in die Vertiefung, dass sie trichterförmig trocknen können. Einige Blüten drücke ich etwas tiefer hinein, sodass sie später weiter geschlossen sind. Andere drücke ich nicht so tief hinein, sodass sie später weiter geöffnet sind. Wenn ihr keine Mini-Kugelform habt oder eure Ausstecher nicht dazu passen, könnt ihr auch eine Form aus Alufolie basteln. Dafür wird ein Stückchen Alufolie geknüllt und wieder auseinandergefaltet. Anschließend wird es trichterförmig zum Beispiel um einen Finger oder Stift modelliert. Dann kann die Blüte darin getrocknet werden. So sollten alle Blüten über Nacht trocknen, sodass sie vollständig durchgehärtet sind. Danach geht es an die äußere Lage Blütenblätter. Diese werden nach der sogenannten Mexican Head Methode gemacht. Dafür knete ich eine ca. haselnussgroße Menge Blütenpaste geschmeidig. Die Masse forme ich zu einem Tropfen. Den Tropfen setze ich mit dem dicken Ende auf die Unterlage. Dann drücke ich mit den Fingern den Rand flach. So sieht das Ding ein bisschen aus wie ein mexikanischer Hut oder vielleicht eher ein Hexenhut aus. Anschließend rolle ich den Rand mit einem dünnen Stab aus. Dabei bleibt in der Mitte ein Nüpsel stehen. Das geht nur mit einem kleinen, dünnen Ausrollstab oder auch zum Beispiel einem Pinselstiel gut. Gut geeignet sind zum Beispiel die hier verwendeten Zellpins. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ein normaler kleiner Ausrollstab ist viel zu groß, damit hat man echt Schwierigkeiten, vernünftig auszurollen. Am besten rollt man immer erst ein wenig zu dem Nüpsel hin und dann nach außen weg. So wird auch die Blütenpaste in der Mitte dünn ausgerollt. Ist die Blütenpaste hauchdünn ausgerollt, wird der Ausstecher über dem Nüpsel platziert, sodass dieser eben in der Mitte ist. Dann wird wie gewohnt ausgestochen. Bei den geschlossenen Ausstechern von Yem gehe ich zunächst genauso vor. Ich rolle also die Blütenpaste nach der Mexican Head Methode aus.
Dann lege ich den Ausstecher mit dem Griff nach unten in ein Loch von meinem Schaumstoffpad. So liegt der Ausstecher gerade auf dem Schaumstoffpad mit den Kanten nach oben. Anschließend lege ich die Blütenpaste mit dem Nüpsel nach oben mittig auf den Ausstecher. Mit dem Ausrollstab rolle ich darüber. Dann fahre ich die Kanten mit den Fingern nach. So wird die Blütenpaste sauber ausgestochen. Die ausgestochene Blüte wird nun mit dem Nüpsel in ein Loch vom Schaumstoffpad gelegt. So liegt die Blüte flach auf dem Schaumstoffpad auf. Mit dem Balltool werden wieder die Kanten ausgedünnt. Anschließend wird die Struktur in die Blütenpaste geprägt. Dazu lege ich wieder ein Blütenblatt auf den Vellner und lasse den Nüpsel sowie die anderen beiden Blütenblätter nach unten überstehen. Das sieht nun ein bisschen wie eine Banane aus, finde ich. Die zweite Hälfte des Vellners drücke ich nun wie schon zuvor darauf. Dabei biege ich wieder das untere Ende hoch, damit wirklich nur das eine Blütenblatt geprägt wird. Achtet darauf, den Vellner richtig herum zu verwenden. Der Teil des Vellners mit den erhabenen Adern muss oben sein, sodass er das Innere des Blütenblatts prägt. So bekommt das Blütenblatt innen die vertieften Linien. Anschließend präge ich auch so die anderen beiden Blütenblätter. Mit dem spitzen Ende des Sellpins drücke ich ein kleines Loch in die Mitte. Dann trage ich in dem Loch und an dessen Rändern dünnen Zuckerkleber auf. Ich klebe nun eine der getrockneten Blüten in der passenden Größe versetzt darauf. Anschließend fädele ich die Blüte auf die Staubgefäße. Die Staubgefäße ziehe ich so weit nach unten durch, sodass sie nur etwas über die Blüte hinausragen. Nun drehe ich die Blüte um. Mit der einen Hand halte ich die Staubgefäße fest, mit der anderen Hand forme ich die Blütenpaste unten um den Draht. Dann drehe ich die Blütenpaste zwischen den Fingern hin und her, sodass ein glatter, dünner Hals entsteht. Das ist nämlich der Trick bei der Mexican Hat Methode. Durch die Nüpsel aus Blütenpaste kann ein schlanker Hals geformt werden, an dem die Blütenblätter hängen. Das ist stabil und passt sehr schön zu vielen kleinen Blüten dieser Art. Nun wird die Blüte über Kopf aufgehängt und muss so wieder über Nacht trocknen. Durch die vorgetrocknete innere Lage Blütenblätter werden die äußeren Blütenblätter getragen, sodass die Blüte nicht zusammenfällt. Für mich war dieses zweistufige Arbeiten der Trick bei der Mexican Hat Methode. Ohne das Vortrocknen der inneren Blütenblätter ist mir die Blume immer zusammengesackt. Darüber habe ich mich immer total geärgert und fand die Methode nicht schön. Aber durch die vorgetrockneten Blütenblätter bleibt die Blume in Form und nun habe ich mich also mit der Mexican Hat Methode auch angefreundet. Für kleine Blüten wie bei diesen Fräsien geht sie nämlich viel schneller, als jedes Blütenblatt von Hand einzeln auf Draht zu ziehen und dann 6 Stück zu einer Blume zu binden. Typisch für Fräsien sind die vielen kleinen und größeren Knospen am Ende eines Zweiges. Dafür biege ich zunächst in 26G Blumendraht vorne einen kleinen Haken. Man kann auch gleich mehrere Drähte auf einmal zurechtbiegen, dann geht das schneller. Für jede Knospe wird ein Draht benötigt, insgesamt habe ich 3 größere und 5 kleinere Knospen gemacht. Ich rolle nun weiße Blütenpaste zu einem ca. 5 mm dicken Strang. Diesen schneide ich in kurze Stücke. Jedes Stück knete ich geschmeidig und rolle es zu einer kleinen Kugel. Von da aus forme ich eine Spindel. Dann tauche ich den Haken des Drahtes in Zuckerkleber, streife den Überschuss ab und stecke ihn in die Blütenpaste. Mit den Fingern modelliere ich die Paste an den Draht. Dann rolle ich sie zwischen den Fingern, sodass ein glatter, schlanker Hals ähnlich schon wie bei den Blüten entsteht. Mit dem Messertool ziehe ich 3 Linien von der Basis zur Spitze der Knospe. So deute ich die sich öffnenden Blütenblätter an. Die Knospen stecke ich in einen Styroporblock und lasse sie über Nacht trocknen. Für die kleinen und mittleren Knospen am Ende des Zweiges verwende ich grüne Blütenpaste. Auch diese rolle ich wieder zu einem dünnen Strang und schneide kleine Stücke ab. Jedes Stück forme ich zunächst zu einer Kugel und dann zu einem Tropfen. Ich befeuchte einen Draht mit Zuckerkleber und stecke diesen dann in die Basis des Tropfen. Mit den Fingerspitzen modelliere ich die Blütenpaste an den Draht. Dann schneide ich rechts und links in die Blütenpaste, sodass 2 kleine Blättchen entstehen. Das sind sogenannte Tragblätter, die typischerweise bei Fräsien am unteren Ende der Blüte vorkommen. Bei den Blüten und Knospen werde ich diese später noch ergänzen. So fertige ich 4 kleine Knospen an. Für eine mittelgroße Knospe rolle ich ein etwas größeres Stück Blütenpaste wieder zu einer Kugel und von da aus zu einem Tropfen. Ich stecke den mit Zuckerkleber befeuchteten Draht in den Tropfen und modelliere einen kurzen, schlanken Hals. Mit dem Messertool deute ich wieder die entstehenden Blütenblätter an. Dann rolle ich 2 winzig kleine Tropfen. Diese drücke ich flach, sodass 2 kleine Blättchen entstehen. Die Blättchen klebe ich seitlich versetzt unten an den Hals der Knospe. So ist auch die mittlere Knospe nun mit den Tragblättern versorgt.
Auch diese Knospen lasse ich über Nacht vollständig trocknen. Nun kommt endlich Farbe ins Spiel. Natürlich könnt ihr die Fräsien beliebig einfärben, ich zeige euch hier eine zartrosa Variante. Ich habe Lidschattenpinsel dafür bereitgelegt. Außerdem brauche ich eine kräftig gelb-grüne Puderfarbe, hier verwende ich Ginkgo von Edible Art, die ist einfach perfekt für Fräsien. Dieser Grünton ist eigentlich bei allen Fräsien gleich und kann daher immer gut verwendet werden. Für die Blüte verwende ich hier eine Mischung aus Pinktönen, nämlich einmal Kosmos von VB und einmal Pink von Squire's Kitchen. Außerdem brauche ich noch ein bisschen Gelb für die Blütenmitte. Alle Farben und Werkzeuge findet ihr übrigens genau auf meinem Blog aufgelistet, dann könnt ihr da nochmal genau nachlesen, wenn ihr nicht ganz verstanden habt, welche Mengen oder welche Farben genau verwendet werden. Ich mische etwa 2 Teile Pink mit einem Teil Kosmos. So entsteht ein zartes Rosa. Damit bepudere ich die Blüten von außen nach innen. Typisch für Fräsien ist, dass die Spitze und der Rand der oberen 2/3 des Blütenblattes kräftig gefärbt sind. Zur Mitte des Blütenblatts und nach unten läuft die Farbe dagegen zart aus. Damit die zarten Blüten nicht brechen, sollte man mit den Fingern die Blütenblätter stützen. Biegt aber dabei nicht den Hals der Blüte, er bricht sonst ebenfalls leicht. Auch die großen weißen Knospen bepudere ich im oberen Bereich mit Rosa. Dabei lasse ich die Farbe in den eingeschnittenen Linien nach unten hin auslaufen. Mit etwas gelber Farbe betone ich ganz vorsichtig die Staubgefäße der Fräsien. Dann färbe ich mit Grün den Hals der Knospen und die Blüten ein. Ich beginne unten und lasse die Farbe nach oben hin auslaufen. So entsteht ein sanfter Übergang von Grün zu Weiß nach Rosa. Die kleinen grünen Knospen bepudere ich einfach zügig in Grün. Bei der mittleren grünen Knospe gehe ich im Prinzip genauso vor. Die Spitze betone ich aber zusätzlich noch mit Rosa. So wirkt die Knospe, als würde sich ganz langsam gerade eine Blüte öffnen. Nun fehlen noch die Tragblätter für die Blüten und die großen Knospen. Dafür forme ich für jede Blüte bzw. Knospe wieder 2 kleine Tropfen und drücke diese zu kleinen Blättchen flach. Die Blättchen klebe ich dann seitlich versetzt unten an den Hals der Blüte oder Knospe. Ich finde es einfacher, die Blüte vorher zu bepudern, da man dann besser den sanften Übergang am Hals gestalten kann. Das bedeutet aber auch, dass nach dem Trocknen der Tragblätter, das dauert so eine gute halbe Stunde bis Stunde, noch ein wenig Grün darauf getupft werden muss. Anschließend halte ich die Knospen und Blüten kurz im Wasserdampf, um die Farbe zu fixieren. Ihr könnt dafür so einen Dämpfer wie ich hier verwenden oder ihr stellt einfach einen Topf mit Wasser auf den Herd. Die Fräsien müssen danach ein paar Stunden trocknen. Am besten hängt man sie dazu wieder auf. Hier seht ihr übrigens so einen Ständer für Zuckerblumen, aber den kann ich wirklich nicht empfehlen. Er ist total wackelig. Nun müssen die Blumen nur noch zu einem Zweig gebunden werden. Ich beginne damit, die Knospen und Blüten jeweils einzeln unten mit Floristenkrepp zu umwickeln. Das hat den Vorteil, dass man später auf keinen Fall etwas von dem weißen Draht sehen kann und auch, dass die Knospen sich besser an den Hauptzweig binden lassen, ohne dass sie sich irgendwie drehen oder sonst wo verrutschen. Die kleinste Knospe binde ich nun an die Spitze des 20G-Drahtes. Etwa 1 cm darunter binde ich die nächste Knospe ein. Dabei lasse ich einen kleinen Stiel für die Knospe stehen. Nun schneide ich einen der beiden dünnen Drähte ab. Das hat den Sinn, dass der Stiel nicht durch die ganzen Drähte zu dick wird. Ich achte nun im Folgenden immer darauf, 3 Drähte zu haben. Also einmal den 20G Hauptdraht und dann noch 2 dünne Drähte von den Knospen oder auch Blüten. So ist der Stiel immer gleichmäßig dick und da die Drähte ein Dreieck bilden, auch einigermaßen rund. So binde ich nach und nach alle Knospen ein. Sie sollten alle zu einer Seite zeigen. Die mittleren und großen Knospen, die bereits einen Hals haben, binde ich direkt an den Stiel. Auch die Blüten stehen direkt mit den Tragblättern am Stiel. Bei den Blüten lasse ich eine nach rechts, eine nach links stehen, sodass der Zweig ein wenig dichter wirkt. Für so einen mittelgroßen Zweig habe ich 4 kleine Knospen, eine mittlere Knospe, 3 große Knospen, 2 kleine und 3 große Blüten gebraucht. Natürlich könnt ihr die Anzahl beliebig variieren. Eines wollte ich noch erwähnen, ich arbeite hier die ganze Zeit mit halbiertem Floristenkrepp. Auch das hat den Sinn, dass der Zweig nicht zu dick wird.
Wenn man die volle Breite verwendet, wickelt man einfach so viele Lagen Floristenkrepp umeinander, dass der Zweig sehr dick werden würde. Also schneidet das Floristenkrepp einfach einmal in der Mitte durch. Zum Schluss tupfe ich etwas grüne Puderfarbe auf den Stiel, um dessen Farbe an die Knospen anzugleichen. Außerdem biege ich den Zweig zu einer sanften Kurve. Vorne ist der Zweig ein bisschen stärker gekrümmt, nach unten hin wird er gerader. So eine Fräsie beinhaltet einige Arbeitsschritte und braucht auch ein kleines bisschen Zeit. Aber dafür ist so ein Zweig auf jeden Fall sehr effektvoll. Ich habe mich richtig in die Blumen verliebt und hoffe, dass ich damit noch ein paar hübsche Gestecke machen würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, beantworte ich die gerne in den Kommentaren. Alle wichtigen Links sind unten in der Infobox, dort findet ihr alles zu den verwendeten Werkzeugen, Rezepte, weitere Tutorials und so weiter.